Herzlich willkommen zum Tutorial Darstellung des Katalogs anpassen. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie die Darstellung des Katalogs in M-Sales anpassen können. Dazu gehört der Bereich der Produktkategorien, die verschiedenen Navigationsmodi im Katalog und die Möglichkeit, Produkte anhand von Schlagwörtern zu filtern. Das ist mein aktueller Stand in M-Sales. Im ersten Schritt möchte ich die Überschrift der Produktkategorien umbenennen. Standardmäßig lautet die Überschrift Produkte. In der M-Sales-Gruppierung und Sortierung befindet sich auf der linken Seite der Ordner Produkte. Dieser erzeugt die Überschrift der Produktkategorien. Um die Überschrift anzupassen, öffne ich in M-Model eine Übersetzungstabelle. In meinem Arbeitsbereich heißt die Datei Übersetzung.pstlocal. Ich ziehe die M-Sales-Gruppierung und Sortierung in die Übersetzungstabelle und suche nach dem Eintrag Produkte. Um den Eintrag schneller zu finden, verwende ich die Filterfunktion. In der Spalte Deutsch trage ich jetzt die Überschrift ein, die ich als Überschrift der Produktkategorien festsetzen möchte. Ich speichere und lade meinen Arbeitsbereich hoch, um mir das Ergebnis auf M-Sales anzuschauen. Im Katalog können Sie sehen, dass die Überschrift der Produktkategorien Unsere Produkte lautet. Meine Überschrift wurde übernommen. Im Bereich der Produktkategorien befinden sich jedoch noch keine Produktkategorien. Wie Sie eine Produktkategorie erstellen, zeige ich Ihnen im nächsten Schritt. In M-Model öffne ich erneut die M-Sales-Gruppierung und Sortierung. Um eine neue Produktkategorie zu erstellen, rechtsklicke ich auf der linken Seite auf den Ordner Produkte. Im Kontextmenü klicke ich auf den Eintrag Neuen Ordner erstellen und gebe den Namen der Produktkategorie in das Textfeld Name ein. Sobald ich den Dialog mit einem Klick auf OK schließe, wird die Produktkategorie erstellt und unter dem Ordner Produkte angezeigt. Ich erstelle eine weitere Produktkategorie. Diese nenne ich Kleinwagen. Anschließend muss ich meine Produkte in die erstellten Produktkategorien einordnen. Wenn sich Ihre Produkte noch nicht in der M-Sales-Gruppierung und Sortierung befinden, können Sie die Produkte aus der Sicht Merkmalstruktur auf den linken Bereich ziehen. Das Produkt Elektrowagen befindet sich jetzt in der Kategorie Kleinwagen. Den Sportwagen ordne ich der Produktkategorie Sportwagen zu und lade den Arbeitsbereich hoch. Im Katalog sehen Sie auf der linken Seite die Produktkategorien. Jetzt möchte ich den Produktkategorien noch Bilder anhängen, um den Bereich der Produktkategorien zu verschönern. Dazu wechsle ich wieder in die M-Sales-Gruppierung und Sortierung. Um der Produktkategorie Sportwagen ein Bild anzuhängen, rechtsklicke ich auf die Produktkategorie. Im Kontextmenü klicke ich auf den Eintrag Bild anhängen. Ich suche aus meinem Arbeitsbereich ein passendes Bild für die Kategorie aus und bestätige meine Auswahl. Um mir das Ergebnis anzuschauen, lade ich meinen Arbeitsbereich erneut hoch. Auf der linken Seite wird die Produktkategorie mit dem von mir gewählten Bild angezeigt. Wenn Sie für Produkte eine separate M-Sales-Gruppierung und Sortierung erstellt haben, können Sie diese im sogenannten Verknüpfungsmodus in eine weitere M-Sales-Gruppierung und Sortierung einbinden. Dabei stehen Ihnen zwei Modi zur Auswahl: Produkte dem verknüpften Ordner hinzufügen und Produkte im verknüpften Modus ersetzen. Der Modus Produkte dem verknüpften Ordner hinzufügen ergänzt die aktuelle M-Sales-Gruppierung und Sortierung mit den Produktkategorien aus der verknüpften M-Sales-Gruppierung und Sortierung. Der Modus Produkte im verknüpften Modus ersetzen ersetzt die aktuelle M-Sales-Gruppierung und Sortierung mit den Produktkategorien aus der verknüpften M-Sales-Gruppierung und Sortierung.
Sie können also mehrere M-Sales-Gruppierung und Sortierungsdateien miteinander kombinieren. Für die Navigation im Katalog stehen Ihnen 2 Modi zur Auswahl. Mein aktueller Navigationsmodus ist der normale Modus. Im erweiterten Navigationsmodus werden Ihnen die Produktkategorien sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite angezeigt. Auf der rechten Seite werden die Produktkategorien in Form von Ordnern angezeigt, die zur Navigation dienen. Wenn ich die Produktkategorie anklicke, werden die Produkte wie gewohnt auf der rechten Seite angezeigt. Mit einem Klick auf den linken Ordner wechsle ich wieder in die Produktkategorienansicht. Ich zeige Ihnen, wie Sie den Navigationsmodus des Katalogs umschalten. In M-Model öffne ich dazu meine M-Sales-Konfiguration. In der Kategorie Globale Einstellungen kann ich den Navigationsmodus wählen. Ich wähle den erweiterten Navigationsmodus und lade meinen Arbeitsbereich hoch. In M-Sales werden mir jetzt die Produktkategorien als Ordner angezeigt. Eine weitere Möglichkeit, Produkte im Katalog zu gruppieren, sind die sogenannten Filter-Tags. Filter-Tags sind Schlagwörter, mit denen Sie die Anzeige der Produkte filtern können. Filter-Tags werden Ihnen in M-Sales am rechten oberen Bildschirmrand angezeigt. Sobald Sie ein Filter-Tag wählen, werden die Produkte im Katalog gefiltert und nur die Produkte angezeigt, denen Sie das Filter-Tag vergeben haben. Einem Produkt können Sie mehrere Filter-Tags vergeben. Im Gegensatz zu den Produktkategorien können Sie jedoch keine Bilder anhängen. Die Filter-Tags verwalten Sie in der Produktbeschreibung des jeweiligen Produkts. In M-Model öffne ich dazu die Produktbeschreibung meines Produkts Elektroauto. Ich wechsle in das Register Übersicht. In das Textfeld Filter-Tags kann ich jetzt meine Filter-Tags eintragen. Um Ihnen die Auswirkungen der Filter-Tags zu zeigen, lade ich meinen Arbeitsbereich hoch. Im Katalog sehen Sie auf der rechten Seite eine Dropdown-Liste. Der Inhalt der Dropdown-Liste ist eine Auflistung der Filter-Tags aller Produkte. Sobald ich ein Filter-Tag wähle, wird der Katalog nach diesem Filter-Tag gefiltert. Filter-Tags und Produktkategorien können Sie miteinander kombinieren. Ich fasse noch einmal zusammen, was ich in diesem Tutorial getan habe. Ich habe die M-Sales Gruppierung und Sortierung in eine Übersetzungstabelle gezogen und die Überschrift der Produktkategorien angepasst. Anschließend habe ich in der M-Sales Gruppierung und Sortierung Produktkategorien erstellt und einer der Produktkategorien ein Bild zugewiesen. Danach habe ich eine weitere M-Sales Gruppierung und Sortierung mit meiner existierenden M-Sales Gruppierung und Sortierung verknüpft. Um die Produktkategorien im Katalog als Ordner anzuzeigen, habe ich den Navigationsmodus auf den erweiterten Modus umgeschaltet. Um eine weitere Filtermöglichkeit anzubieten, habe ich in den Produktbeschreibungen der Produkte Filter-Tags gesetzt, die in M-Sales am rechten oberen Bildschirmrand als Dropdown-Liste dargestellt werden. Damit sind wir am Ende des Tutorials angekommen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal unter www.hilfe.cas-merlin.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Anpassen der Darstellung Ihres Katalogs. Bis zum nächsten Tutorial.